Stell dir vor, du wachst in einem Haus auf. Jede Tür ist genauso hoch wie du. Jeder Stuhl genauso tief, dass deine Knie nicht schmerzen. Die Luft genau so, dass deine Lunge damit klarkommt. Das Licht genau so, dass deine Augen daraus Bilder machen können. Du gehst von Zimmer zu Zimmer und denkst, das kann kein Zufall sein. Jemand hat das Haus für mich gebaut. Oder, und das klingt unbequem, du bist in diesem Haus groß geworden. Deine Größe, deine Lunge, deine Augen sind das Ergebnis davon, dass nur Wesen, die hier atmen können, irgendwann aufwachen und sich wundern. 2 Erklärungen, dieselbe Beobachtung. Und genau deshalb geistert dieser Satz durchs Internet. Richard Feynman soll gesagt haben, das Universum sei zu perfekt für Zufall. Das klingt nach einem Beweis. Das klingt nach einem fertigen Urteil. Und trotzdem ist das nicht, was Feynman aus dem Staunen gemacht hat. Bleib kurz bei mir. Das hier ist der Kern. In den nächsten 22 Minuten verstehst du, warum das Universum von innen so unheimlich passend wirkt, was die Wissenschaft daran wirklich sieht und warum Richard Feynman an dieser Stelle nicht gejubelt, sondern gestoppt hätte. Schritt für Schritt. Willkommen bei Feynman erklärt. Hier geht es nicht um Formeln, nicht um Auswendiglernen, nicht um Prüfungen bestehen. Es geht um echtes Verstehen, so wie es Richard Feynman selbst gelehrt hat. Schritt für Schritt, ohne unnötigen Fachjargon, aber mit der ganzen Tiefe, die die Physik verdient. Und heute zerstören wir etwas, nämlich das, was du über Feynman, Zufall und das Universum zu wissen glaubst. Also fangen wir ganz einfach an. Im Netz wird Richard Feynman zur Fahne gemacht. Die einen wollen ihn als Kronzeugen für Gott, die anderen als Kronzeugen gegen Gott. Beide Seiten brauchen denselben Mann. Beide Seiten hassen denselben Satz. Ich weiß es nicht. Absolut. Feynman hätte an dieser Stelle gestoppt und gefragt, woher weißt du das so sicher? Am 2. Mai 1956 spricht er am Caltech über Wissenschaft und Religion. Nicht als Prediger. Als Physiker, der zugibt, von Religion weniger zu verstehen, als ihm lieb ist und trotzdem die unbequeme Frage stellt. Ein junger Mensch wächst religiös auf. Er studiert Wissenschaft und er fängt an zu zweifeln. Nicht, weil ihm jemand den Glauben wegnimmt, sondern weil Wissenschaft eine Haltung trainiert. Feynman sagt dort klar, er glaubt nicht, dass die Wissenschaft die Existenz Gottes widerlegen kann. Das sei unmöglich. Wissenschaft und ein Gottesglaube können zusammenpassen. Aber leicht ist das nicht. Lass das kurz sacken. Er hat Gott nicht bewiesen. Er hat Gott nicht widerlegt. Er hat die Frage verschoben. Nicht mehr, gibt es Gott ja oder nein, sondern wie sicher bist du? Das klingt klein. Es ist ein Bruch. Religiöse Gewissheit sagt, ich weiß es. Wissenschaftliche Gewissheit sagt, sehr wahrscheinlich, fast sicher, wir wissen es nicht. Nie, absolut. Klingt logisch, oder? Wenn jemand deinen Titel liest und denkt, Feynman hätte den Fall geschlossen, hat er Feynman nicht gelesen. Er hat ein Thumbnail gelesen. Jetzt kommt der entscheidende Schritt. Denn das Staunen hinter dem Titel ist echt. Es ist nicht Clickbait. Es ist ein Gefühl, das auch Physiker haben, wenn sie ehrlich sind. Stell dir einen Tresor vor, nicht mit einem Schloss, mit vielen Scheiben. Eine nach der anderen muss stimmen, sonst bleibt die Tür zu. Scheibe 1. Die Welt darf nicht so wild sein, dass nichts zusammenhält. Scheibe 2. Sie darf nicht so starr sein, dass nie etwas Neues entsteht. Scheibe 3. Es muss lange genug ruhig bleiben, damit aus Einfachem Komplexes werden kann. Scheibe 4. Es muss Bausteine geben, die sich verbinden, ohne sofort wieder zu zerfallen. Du musst dir keine Formeln merken. Du musst nur das Gefühl halten. Viele Bedingungen. Ein schmales Fenster. Draußen vor der Tür. Leere, Chaos oder eine Welt, in der niemand Fragen stellt. Und jetzt sitzt du I am Tresor. Die Tür ist offen. Du atmest. Du denkst. Und du sagst, das ist zu perfekt für Zufall. Von innen muss es so aussehen. Denn die Tresore, in denen die Scheiben nicht stimmen, haben keine Besucher. Niemand steht dort und hält einen Vortrag über Zufall. Niemand schreibt Kommentare. Niemand klickt auf ein Video. Du siehst immer nur den Tresor, der aufging. Das ist kein perfektes Bild. Kein Bild für das Universum ist je perfekt. Aber es gibt dir ein Gefühl für den ersten Denkfehler. Aus Ich bin hier wird Es wurde für mich eingerichtet. Klingt logisch, oder? Feynman hätte nicht das Staunen verboten.
Er hätte verboten, aus dem Staunen heimlich einen Beweis zu machen und so zu tun, als wärst du außen vor dem Tresor gestanden und hättest alle anderen Türen geprüft. Das hast du nicht. Okay, lass uns einen Schritt weitergehen. Ein Schiff bricht auseinander. Hunderte Menschen Ei im Wasser. Die Insel ist klein, die Strömung ist hart. Fast niemand erreicht den Strand. Am nächsten Morgen steht einer I am Sand und sagt, diese Insel ist ein Wunder. Der Wind hat uns genau hierher getragen. Jemand wollte, dass wir leben. Aus seiner Sicht stimmt das Gefühl. Natürlich, er steht ja I am Sand. Was er nicht sieht, die nicht ankommen. Sie halten keine Rede über Wunder. Sie bauen kein Dorf. Sie fragen nicht, ob das Meer zu freundlich war. Bleib kurz bei mir. Wenn ein Universum Wesen hervorbringt, die denken können, sitzen diese Wesen immer in einem Universum, das Denken zulässt. Sie können nicht in die anderen schauen. Nicht, weil die anderen geheim sind, sondern weil es dort niemanden gibt, der schauen könnte. Das ist keine Ausrede. Das ist eine Warnung vor einem blinden Fleck. Zufall sieht von innen nie nach Zufall aus. Passung sieht von innen immer nach Absicht aus. Beides kann täuschen. Feynman hätte an dieser Stelle gestoppt und gefragt, beschreibst du, was du siehst, oder erklärst du, warum es so sein musste? Das sind zwei Jobs. Der erste ist Physik, der zweite ist oft Wunsch. Kurze Unterbrechung. Wenn diese Art zu denken etwas in dir auslöst, dieses Innehalten, bevor aus Staunen ein fertiger Satz wird, dann abonniere jetzt. Einmal. Kein Spam, nur echte Physik. Weiter geht's. Jetzt ein Beispiel, das einem Internet ständig Feynman in den Mund gelegt wird. Zu Unrecht. Es geht um Kohlenstoff. Nicht als Chemieunterricht, als Existenzbedingung. Du bist, grob gesagt, eine Anordnung von Atomen, die sich verbunden haben. Ohne Kohlenstoff keine langlebigen, vielseitigen Verbindungen, wie du sie in Lebewesen brauchst. Kohlenstoff entsteht nicht in der Küche, er entsteht in Sternen. Ein Astronom namens Fred Hoyle hat sich das in den 1950ern so hartnäckig angesehen, dass er eine Vorhersage wagte, in Sternen muss es eine ganz bestimmte Möglichkeit geben, damit Kohlenstoff überhaupt in nennenswerter Menge entstehen kann. Wenn diese Möglichkeit fehlt, bleibt das Universum arm an dem Stoff, aus dem du bist. Die Möglichkeit wurde gefunden, die Geschichte wurde später zur Legende. Und Hoyle selbst hat später einen Satz gesagt, der Thumbnails liebt. Ein Superintellekt habe mit der Physik herumgespielt. Lass das kurz sacken. Das hat Fred Hoyle gesagt. Nicht Richard Feynman, das ist wichtig. Nicht aus Pedanterie, aus Feynmans erstem Prinzip, das wir gleich brauchen. Du darfst dich nicht selbst täuschen. Und die leichteste Person, die du täuschen kannst, bist du. Wenn du Hoyles Staunen nimmst, es Feynman umhängst und daraus machst, die Physik beweist Gott, dann hast du 3 Dinge vermischt, die nicht dasselbe sind. Eine echte Enge in den Bedingungen für Komplexität. Ein Satz eines anderen Mannes. Ein Urteil über Gott. Feynman war brutal allergisch gegen genau dieses Vermischen. Klingt logisch, oder? Du darfst Hoyles Unbehagen ernst nehmen. Du darfst das Universum unheimlich finden. Du darfst sogar glauben. Was du nicht darfst, wenn du Feynman ernst nimmst. So tun, als hätte die Wissenschaft den Fall geschlossen und als hätte Feynman das Protokoll unterschrieben. 1974, Abschlussrede am Caltech. Feynman redet über etwas, das er Cargo-Kult-Wissenschaft nennt. Im Zweiten Weltkrieg landen auf Inseln IM-Pazifik-Flugzeuge. Sie bringen Cargo. Nach dem Krieg bauen Menschen am Boden die Form nach. Bahnen, Türme, Holzantennen. Sie warten. Die Form ist da. Das Flugzeug kommt nicht. Feynman meint damit nicht, die Insulaner sind dumm. Er meint uns. Wir bauen oft die Form von Wissenschaft. Große Worte, sichere Sätze, fertige Schlüsse. Aber der Kern fehlt. Der Kern ist, ich prüfe, ob ich mich belüge. Sein Satz, den er wirklich gesagt hat, das erste Prinzip ist, dass du dich nicht selbst täuschen darfst und du bist der Mensch, den du am leichtesten täuschst. Pause. Übertrag das auf den Titel. Es ist leicht, das Universum anzuschauen und zu sagen, zu perfekt für Zufall. Das Gefühl ist echt. Die Täuschung beginnt, wenn das Gefühl sich als Beweis verkleidet. Es ist genauso leicht, in die andere Richtung zu täuschen. Zu sagen, Zufall habe alles erklärt, geh schlafen, Schluss. Auch das ist oft Form ohne Flugzeug. Denn Zufall ist in diesem Satz häufig kein Verständnis. Es ist ein Türschließer. Feynman hätte beide Türen offen gelassen. Nicht aus Feigheit,
aus Disziplin. Wissenschaft, so wie er sie beschreibt, liefert keine absoluten Wahrheiten und keine absoluten Falschheiten. Sie liefert gerade, sehr viel wahrscheinlicher, fast sicher, ein Rest Zweifel. Am anderen Ende, wir wissen es wirklich nicht. Gott auf dieser Skala zu behandeln, ändert die Art der Frage. Feynman sagt 1956. Sobald die Frage von ist da Gott rutscht zu wie sicher ist das, kann ein Wissenschaftler nie wieder auf dieselbe Weise glauben wie jemand, der absolute Gewissheit hat. Auch dann nicht, wenn er glaubt. Der Glaube, wenn er ehrlich zur Wissenschaft bleibt, klingt eher so, ich bin fast sicher. Der Zweifel ist klein. Das ist etwas anderes als, ich weiß es. Lass das kurz sacken, das ist unbequem für beide Teams. Deshalb steht es selten, I am title. Es gibt einen Satz von Feynman, der zu diesem Video gehört, und er steht nicht in deinem Titel. Sinngemäß, aus seinen Gesprächen über das Vergnügen, Dinge herauszufinden, er kann mit Zweifel leben, mit Unsicherheit, mit Nichtwissen. Er findet es interessanter, nicht zu wissen, als Antworten zu haben, die falsch sein könnten. Er hat ungefähre Antworten, mögliche Überzeugungen, verschiedene Grade von Unsicherheit. Aber er ist sich bei nichts absolut sicher. Bleib kurz bei mir. Das hier ist der Kern. Das ist nicht Relativismus. Das ist nicht alles egal. Das ist das Gegenteil von Thumbnail-Theologie. Wenn das Universum dich umhaut, darfst du umgehauen sein. Feynman war es ständig. Er hat das Staunen für kostbarer gehalten als die fertige Geschichte. Was er nicht getan hat, das Staunen in eine Siegesmeldung zu übersetzen. Stell dir vor, zwei Menschen stehen unter demselben Himmel. Der eine sagt, jemand hat das eingerichtet. Ich danke. Der andere sagt, niemand, nur Mechanik. Ich bin zufällig hier. Feynman steht daneben und sagt keinem von beiden, er sei dumm. Er fragt beide, wie sicher bist du und was würdest du als Fehler akzeptieren? Wenn du nichts akzeptieren würdest, das dich umstimmt, betreibst du kein Verstehen. Du betreibst eine Festung. Klingt logisch, oder? Mich persönlich trifft das, weil wir uns so gern eine Seite kaufen. Team Absicht, Team Zufall, Team fertiger Satz. Feynman war in keinem dieser Teams bequem. Er war I am Team. Ich lasse die Unsicherheit stehen, auch wenn sie wehtut. Und ich suche trotzdem weiter, nicht trotz des Zweifels. Wegen des Zweifels, letztes Bild, dann ziehen wir die Linie. Ein Maßanzug sitzt, weil jemand dich vermessen hat. Schulter, Arm, Taille, Absicht, Plan, Hand. Es gibt eine zweite Art, wie Kleidung sitzt. Du wächst hinein. Am Anfang schlottert sie, später spannt sie. Irgendwann sitzt sie, weil alles, was nicht gepasst hätte, längst weg ist, zu klein, zu steif, nicht überlebt. Von innen fühlt sich beides an wie, das ist für mich gemacht. Das Universum kann sich anfühlen wie der Maßanzug. Sterne, die lange genug leuchten. Ein Weltall, das nicht sofort wieder in sich zusammenfällt. Bausteine, die Geschichten zulassen, die Milliarden Jahre dauern. Du mittendrin, mit Augen, die Licht lesen. Die Physik, so wie Feynman sie verstanden hat, sagt dir nicht mit Trompetenstoß Maßanzug. Und sie sagt dir nicht mit Trompetenstoß reines Hineinwachsen. Sie sagt, so sieht es von hier aus. Hier sind die Bedingungen, die wir kennen. Hier ist, was passiert, wenn sie anders wären, soweit wir das überhaupt denken können. Hier ist, was wir nicht wissen. Albert Einstein hat das Universum oft als durchschaubar empfunden, fast freundlich zur Mathematik. Feynman hat die Durchschaubarkeit geliebt und die Überheblichkeit gehasst, die daraus folgen kann. Beides darf im selben Satz wohnen, wenn du ehrlich bleibst. Das ist kein perfektes Bild. Kein Bild für den Kosmos ist je perfekt, aber es gibt dir ein Gefühl für das, was die Wissenschaft unzweideutig tun kann und was sie nicht tun darf, ohne sich selbst zu täuschen. Sie darf das Haus vermessen. Sie darf nicht behaupten, sie hätte den Architekten beim Zeichnen beobachtet. Sie darf auch nicht behaupten, es gäbe nachweislich keinen Architekten, nur weil sie ihn nicht auf der Skizze gefunden hat. Pause. Wenn du nach diesem Satz immer noch glaubst, glaubst du ehrlicher. Wenn du nach diesem Satz immer noch zweifelst, zweifelst du ehrlicher. Beides ist näher an Feynman als jeder Clip, der so tut, als hätte er unterschrieben. Also, was bleibt nach 22 Minuten? Nicht, die Physik hat Gott bewiesen. Nicht, die Physik hat Gott widerlegt. Nicht, Richard Feynman hat den Satz I am title als Beweis benutzt, sondern 4 Dinge, die du nicht mehr zurückdrehen kannst. Erstens,
Das Universum sieht von innen unheimlich passend aus. Das ist kein Trick. Das ist echte Intuition über das Weltall, in Alltagssprache. Zweitens, passend von innen ist kein Beweis. Wer I Am Treasure sitzt, hält die offene Tür für ein Wunder. Er hat die geschlossenen nicht besucht. Drittens, große Sätze über Gott und Zufall werden oft aus fremden Mündern gebaut. Heule ist nicht Feynman, ein Thumbnail ist keine Quelle. Feynmans erstes Prinzip gilt zuerst für dich. Viertens, Feynman hat die Tür weder zugeschlagen noch mit Gold ausgelegt. Er hat sie angelehnt gelassen. Zweifel als Haltung. Staunen als Treibstoff. Keine absolute Sicherheit als Preis, den du für Ehrlichkeit zahlst. Das verstehst du jetzt. Nicht als Slogan, als Denkbewegung. Im nächsten Video stellen wir eine Frage, die Feynman seinen Studenten stellte, wenn sie zu schnell fertig waren. Was ist eine Kraft eigentlich, wenn nichts sichtbar zieht und nichts sichtbar schiebt? Das kommt als nächstes. Abonniere diesen Kanal nicht, weil ich dich darum bitte. Abonniere ihn, weil hier Physik passiert, die sich wirklich lohnt. Schritt für Schritt, ohne Formeln, so wie Feynman es selbst getan hätte. Klick auf die Glocke, damit du kein Video verpasst. Und wenn dich eine Frage nicht loslässt, schreib sie in die Kommentare. Ich lese sie alle. Eine Frage zum Mitnehmen. War das Universum für dich nach diesen 22 Minuten eher Maßanzug oder eher Kleidung, in die etwas hineingewachsen ist? Schreib es unten. Ohne Krieg, nur Denken.